Wir sind Martina und Marek. Unser Auto Franzek haben wir nun schon seit einigen Monaten. Unser längster Urlaub damit waren 2 Wochen in Polen. Doch diesen Winter wollen wir es wissen. Wir fahren für ganze 3,5 Wochen von München nach Marokko. In diesem Video möchten wir euch gerne zeigen, welche Kosten wir damit hatten. Eines aber vorab, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn die meisten mit ihrem Van viel länger in Marokko unterwegs sind, Marokko in 3,5 Wochen ist möglich und war für uns jetzt kein Stress. Wenn man mehr Zeit hat, natürlich umso besser. Wir fahren einen VW T5 und nach diesem Urlaub können wir ziemlich genau sagen, dass wir einen guten Spritverbrauch von 8 Liter pro 100 Kilometer haben. Insgesamt sind wir in den 3,5 Wochen ganze 8.500 Kilometer gefahren. Wobei Hin- und Rückfahrt mit jeweils 2.500 Kilometern eigentlich schon das meiste an der ganzen Fahrerei war. Wir waren circa 11 Mal tanken. Je nach Bedarf und Spritpreis tankten wir mal mehr, mal weniger. Der durchschnittliche Spritpreis in Marokko liegt ungefähr bei 90 Cent pro Liter. So landeten wir beim Thema Tanken für die ganze Reise bei ungefähr 700 €. Den Kostenfaktor Maut wollten wir so klein wie möglich halten. Durch Österreich, Frankreich und Spanien sind wir meist die alternativen Nationalstraßen gefahren und konnten so auch mehr die Landschaft und Ortschaften genießen. Ja, und rechts von uns ist direkt die Mautstation. Das sieht man auch hier. Und wir fahren einfach links neben der Autobahn nebenher. Wo es uns aber wichtiger war, Zeit einzusparen, wählten wir die Fahrt zur Mautstation. Das machten wir zum Beispiel für die Strecke von Bayonne nach San Sebastian bei der Hinfahrt. In Marokko waren die Straßen auch in einem super Zustand. Aber auch hier erwiesen sich die Nationalstraßen ebenfalls als gute Alternative zur kostenpflichtigen Autobahn. Hier seht ihr zum Beispiel die Fahrt auf der schönsten Nationalstraße mit Blick aufs Meer, die N1 zwischen Essaouira und Agadir. Irgendwie haben sich die Kleinbeträge trotzdem gesammelt und hier landen wir bei 85 €. Bei Algeciras setzen wir über nach Afrika. Unsere Tickets für die Fähre holen wir wohl beim bekanntesten Ticketverkäufer, bei Carlos. Und so sitzen auch wir bei ihm im kleinen Büro, vor und hinter uns viele Rentner, die mit ihrem Wohnmobil den Winter in Marokko verbringen werden. Wir haben die Tickets. Ja, cool. Und kaufen auch unser flexibles Hin- und Rückfahrticket für 200 €. Da unsere Kfz-Versicherung Marokko nicht mit enthalten hat, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir eine Zusatzversicherung bei Toursure abschließen. Kein billiger Spaß, aber sicher ist sicher. Für den knappen Monat hat das Ganze 208 € gekostet. Was kostet der Platz hier? 80. 80, genau, 8 €. Hier sind wir jetzt auch wieder die Kleinsten. Hier hatten wir unsere erste Nacht in Marokko und konnten noch nicht ahnen, dass wir auch die Kleinsten bleiben. Ein ganz kleiner Stellplatz. Said heißt der. Haben eigentlich nicht viele Autos Platz. Menschenunwürdigend. Auch wenn mal eine Nacht nicht so toll war, man kann ja weiterfahren. Und andere Stellplätze waren dafür umso schöner.
Einer unserer Lieblingsspots der ganzen Reise war Sidi Kauki. Gestern Mittag wurden wir ein bisschen zugeparkt von dem LKW da hinten. Auch in der Oase hatten wir einen besonders schönen Ort und ganz viel Spaß. Und wir sind wieder mit Abstand die Kleinsten. Ein letztes Mal am Meer und auch hier in Sidi Rabat, einer unserer Lieblingsspots. Im Umland von Marrakesch, bei einem sehr entspannten Campingplatz. Wie heißt der? 125 die Nacht für Stellplatz plus Strom. Wie gemalt. Kriegt ein Müsli von mir. Morgen. Guten Morgen. Wie war denn die Nacht? Und so hatten wir für all unsere Übernachtungen auf Campingplätzen und Stellplätzen für den gesamten Urlaub Kosten von unter 250 €. Wir kaufen alle paar Tage für Frühstück und Kochen ein bei den großen Supermarktketten Marchand und Carrefour. Aber auch bei kleinen Ständen und Märkten kann man super einkaufen. Wir deckten uns ein mit frischem Gemüse, eingelegten Oliven, hochwertigen Ölen, frisch gebackenem Brot, Datteln und Mandarinen. Alleine für Käse geben wir im Supermarkt ein bisschen mehr Geld aus, weil es auch in Marokko europäische Käsesorten gibt, die ein bisschen teurer sind. Was gibt's denn da noch? La Bomba. Karamell war es, glaube ich, oder? Ja, marokkanische Torte. Ja, ich habe mir so ein Törtchen ausgesucht. Ja. So ein bisschen. Du kommst jetzt raus. Für Lebensmittel in Supermärkten und Märkten zahlten wir während des ganzen Urlaubs 312 €. Wir deckten uns in Spanien vor der Überfahrt noch ein. Doch als unsere Vorräte aufgebraucht waren, hielten wir ab und an Ausschau nach den wenigen Supermärkten mit Alkoholverkauf. Was trinkst du da? Marokkanisches Bier. Und? Ist okay. Stark. Schon einige Stunden unterwegs. Wir waren in Agadir auf der Suche nach einem Supermarkt, wo es Alkohol gibt. Wir mussten dann durch ganz Agadir, durch die 43 Kreisverkehre wieder zurückfahren. Ja, wir sind in Agadir auf jeden Fall dreimal die Hauptstraße rauf und runter gefahren. Es war eine tagesfüllende Aufgabe, heute von Imsuan hierher zu kommen, nach Sidi Ifni und noch auf dem Weg mal schnell Alkohol zu kaufen. Ja, aber wir haben jetzt Proviant. Also wir wollten jetzt nicht unbedingt nach Marrakesch. Wir sind nochmal zum Supermarkt, zum Carrefour. Ich habe es geschafft, jetzt sind wir durch den Hintereingang raus und Marokkanische Alkis. ja, gar nicht Carrefour. in Marrakesch haben wir noch ein paar Dosen Bier gekauft. Und waren auch nochmal, ja eben, eine Flasche Vino holen und so. Schon wieder am Saufen. Also Saufen kann man im Urlaub wirklich nicht sagen. Und? Marokkanischer Wein. Für Alkohol während des ganzen Urlaubs
gaben wir ganze 124 € aus. Essen gehen im Urlaub ist natürlich total wichtig. Nur so bekommt man mit, was es für traditionelle Gerichte gibt. Und wir probieren uns in den Restaurants durch alle Taschinen-Varianten nur so durch. Aber es gab auch mal Fisch, Kamelcouscous oder Falafel. Danke. Du hast 2 Hauptgerichte bestellt. Ja. Richtig Hunger, ne? Hunger. Ja. Bin mal gespannt. Fang schon mal an, okay? Ja klar, einen guten. Was? Nachdem es in keinem einzigen Restaurant Alkohol gab, kann einem schon mal so ein Fauxpas passieren. In Summe geben wir während des ganzen Urlaubs 305 € für Restaurantbesuche aus. Um zur Frage zurückzukehren, was uns der Urlaub nun gekostet hat: Wir hatten für Fahrt und Fortbewegung inklusive der Kfz-Versicherung 1.200 € ausgegeben, für all unsere Übernachtungen 250 € und für Essen und Supermarkteinkäufe 750 €. Also alles in Summe für 2 Personen 2.200 €. Ja, Kleinigkeiten, die wir nicht in den Rubriken zugeordnet haben, waren zum Beispiel Surfen, Souvenirs und landestypische Produkte. Und natürlich auch immer wichtig, Internet. Und zum Schluss noch ein paar Worte. Ich bin sehr dankbar für unsere Aufzeichnung aller Art. Wenn man alle 2 Tage weiterfährt, hat man ziemlich schnell auch ein kleines Chaos im Kopf. Egal ob Reisetagebuch, Kastenzettel, Fotos oder Videos, es war eine schöne Aufgabe, den Urlaub im Nachhinein wieder die Struktur zu geben und ein zweites Mal zu erleben. Wenn euch unsere Reise mit Franzi gefallen hat, dann abonniert uns doch. Die nächste Reise kommt bestimmt.